Und hallo zurück bei Final Fantasy XVI, Episode 49. Und wir gehen jetzt hier ein paar Nebenmissionen machen und beziehungsweise ja, die Hauptmission, die ja noch läuft, machen wir aber nach den Nebenmissionen. Es sind überall Leute. Broken down, you say? From the weight of its load? Aye. The guards are furious about it. You do well to steer clear. Well, if it's blocking the road, it'd be a wasted journey anyway. Get that damned wagon fixed! Unless you'd rather our men in Dalamil starved. The axle's gone, Captain. There's nothing I can do. Okay, als ob ich jetzt nicht hier vorbeikommen würde. Das ist unmöglich. Oder hier, wenn der Schokobombe aus dem Weg gehen würde. Und witzig finde ich es immer, dass es immer solche Begrenzungen gibt. Als ob ich jetzt nicht hier hochklettern könnte, ein bisschen, und dann hier rüber, also dort oben drüber. Ich bin ein Typ, der Meter hoch in die Höhe springen kann, um jetzt mal diesen Satz zu vervollständigen. Aber das ist unmöglich, hier hoch rumzuklettern. Naja. Aber was ich mal sagen wollte, ist hier dieses Wüstengebiet, diese Wüstengegend, erinnert mich sehr an Final Fantasy XII. Oder das ist die Hauptmission. Denn da ist man ja auch in Dalmasca, ist es Dalmasca? Rabanastre ist, glaube ich, die Stadt, und Dalmasca müsste die Wüste sein. Das ist halt schon eine Weile her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Auf jeden Fall gibt es ja auch so ein Wüstengebiet. So, vorsichtige Reisen, damit spreche ich jetzt mal. Something awful's taken up residence in the springs. You'll turn back if you know what's good for you. Ja, auf jeden Fall habe ich da immer so ein bisschen wohlige Erinnerungen an Teil 12, weil das ja auch ein Spiel war, was mir sehr gut gefallen hat. Aber es wird halt noch eine Weile dauern, bis das hier zum Ausstrahlzeitpunkt dieser Folge dauern wird, bis das dann mal zu sehen ist. Hier, ui. So ein blaues Wasser. Genau, wir sind jetzt bei fast Episode 50 von hier. Und Final Fantasy 12 ist ja noch eine Weile hin, von Final Fantasy 3 bzw. 4 aus gesehen. By the flames. That explains the heat. Feuer mit Feuer bekämpfen. Out of the frying pan. Wow. Der hält aber eine ganze Menge aus hier, der Typ. Badebomber. Na,
Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Okay. So, kann ich mich hier hin teleportieren? Ja, kann ich. Genau, zum Aufnahmezeitpunkt habe ich nämlich Teil 4 noch nicht angefangen. Und ja, Teil 4 bis Teil 12, das dauert eine Weile. Wir lassen 11 aus, weil es ein MMO ist. Also sind es ja trotzdem noch This is no good. I was hoping to get out of the heat for a little while. 7 Spiele, wenn ich jetzt richtig zähle. Ja. Also das 7. dann ist dann quasi 12. Also dauert es noch eine Weile. So, how'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to the spirit of Dalamil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light, meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test. But maybe there is someone I could turn to. A merchant, a favourite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the Valcroy. I bet she'd know a thing or two. Okay. The finest fabric. Take a sniff, good sir. You'll be Kneaded to a silken soft. Gehen wir erstmal hier zu dem nochmal zurück. Made from the stoutest. There he is. The man. The scrubbing is almost finished. We appreciate your patience. I was hoping we'd be seeing you again. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. Ich meine, die leben aber in einer Welt, wo es Monster gibt. Und das ist denen bekannt, dass es Monster gibt. Und der hat aber noch nie von dem Bomber gehört. Mal ganz davon abgesehen, dass der eigentlich einfach nur mal an das, also bis zu diesem Wasser gehen hätte müssen. Und dann, naja, über das Wasser gucken hätte können. Also über diesen Teich oder über diesen See, der da
hinten ist, hinter dem Haus, dann hätte er gesehen, dass dort Bomber sind. Aber naja, gut. Auf dem Schlachtfeld gefunden, bla, der Hauch des Infernos Feuerramme. Rotlegierung. Rotlegierung haben wir so schon mal erhalten. Das ist das erste. Rotlegierung ist unter denjenigen, die sie sich leisten können, äußerst gefragt, denn sie ist eines der härtesten bekannten Metalle und aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung auch eines der teuersten. 5 gesunde Träger müssen eine Esse gleichzeitig befeuern, um die Temperaturen zu erreichen, die für diese Legierung notwendig sind. Die charakteristische Färbung erinnert noch an die ungeheuer heiße Glut. Scrubbing Okay. is almost. So, wo muss ich jetzt hin? Dort. Gut, dann We appreciate gehe your ich hier in die patience. Richtung. Fresh bread, warm from the Also man muss natürlich immer dazu sagen, wenn ich jetzt sage, Carpets have bright es dauert noch eine Weile, bis ich jetzt hier zum Aufnahmezeitpunkt aus gesehen, oder vom Aufnahmezeitpunkt aus gesehen, schwierig auszusprechen, sage, dass ich das und das Spiel noch spielen werde und diese Aufnahme, also diese Folge schon längst ausgestrahlt wurde, dann ist das natürlich immer so ein bisschen, das ist jetzt hier so aktuell die Zeit, das ist halt dann I date myself, ne, sozusagen. Das ist dann halt datiert auf diesen Moment und I date myself hört sich irgendwie falsch an. Ich kenne das nur im Englischen dated oder dated. Cook has finally made his move. Yes. I expect that's why there's so many soldiers in town to deal with. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... Oh, you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Besides, I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. So, do you crush it up, or just throw it in the furnace? Okay, dann muss ich jetzt dort hinter. Schnellreise.
Ladezeit, geh vorbei. This is no good. Is it true what Nun I'm gut. hearing? Dann My carpets. The most fragrant herbs holen wir uns jetzt mal to Kalkstein. silken softness. Also ich bin kein Experte, nee, ehrlich gesagt, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus mit Schmiedereien, Schmiedekunst. Aber wie kann man denn Kalkstein mit Eisen mischen? Das schließt sich mir absolut gar nicht. Aber vielleicht ist das ja auch ein besonderer Final Fantasy Kalkstein. One rock looks a lot like another. But hopefully this is what Seven needs. Siehst du, er hätte nur mal hier hingehen müssen und dann sieht er dort drüben die Terrassen, wo das Wasser herkommt. Aber naja, soweit konnte er wohl seinen Laden nicht verlassen, weil dann alle gleich gedacht hätten, er hat sein Geschäft aufgegeben. Anything I can interest you in? An excellent choice. Thank you for your custom. Vielleicht sollte ich mir jetzt endlich mal diese Anything I can interest you in? Elixiere holen. Here you are. Ich habe ja genug Geld. Go with Gilbert. Halt, stopp. Anything I can interest you in? Go with Gilbert. Go with Gilbert. Hanging lanterns, keep the darkness from your... Silver platters, just like they eat off in Castle Dasmore. How about a hot bath to soothe the aches and pains of the road? Aha, siehst du, jetzt ist das schon wieder normal hier. Look, Father. Hot water. Fresh bread. The juiciest drawn from the meat oven. from Greens. Yes, they're The quite finest fabrics. Fresh from I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. Kalkstein, ein brüchiger weißer Stein, der bei den heißen Quellen in der Nähe von Dalimil zu finden ist. Getrocknet und zu einem Feinpulver gemahlen, kann der geschmolzenen Eisen beigefügt werden, um das Metall von Verunreinigungen zu befreien. Okay, also ja, scheint einfach so zu gehen. Aber ob das jetzt in der realen Welt geht, da bin ich mir You nicht are sicher. one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. Einige Zeit später. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalimil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalimil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me,
I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalamil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava: know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. I was wondering, what would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalamil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. Auftrag abgeschlossen. Thank you, Clive. I honestly don't think I could have done it without all your help. Okay. I hear you and the Master are working together now. Glad to have you on board. Clive. Best Ja, of nichts luck. Neues. So, ich würde jetzt mal tatsächlich, bevor wir die Hauptstory weitermachen, kurz ins Versteck gehen. Dort ans Jagdbrett gehen, weil es müsste eigentlich ein Jagdauftrag dazu gekommen sein. Ich glaube, den haben wir ja schon gesehen, als wir auf der Map geguckt haben. Dass hier einer an der Velcroy-Wüste ist. The little ones have been up to their old tricks again. So, ein Brief ist da. Hier ist was. Den Song haben wir gekriegt, ja, aber ich würde jetzt nur ans Brett gehen schnell. Der wandelnde Grabhügel. Velcroy-Wüste Dalmekia. Zahlreiche dalmekische Händler berichten von Karawanen, die angeblich von einem schwarzen Felsen zerquetscht wurden. Es handelt sich hierbei um ein Wesen unbekannten Ursprungs, über dessen Größe, Kraft. Nee, gelesen habe ich das schon. Okay. Velcroy-Wüste. Ist natürlich jetzt sehr unspezifisch. Diese Ortsangabe. Aber ich denke, wir werden es früher oder später finden. Vielleicht muss ich auch nochmal in der Pause schauen. Wo könnte das sein? Hier hinten vielleicht? Hier hinten. Nördliche Velcroy-Wüste. Ready, go? Yeah!
Ich schätze mal, bevor ich, also wenn ich mit der Story weitermache, kann ich erstmal eine Weile lang nicht hier zurück. Denke ich zumindest, wenn ich dann beim nächsten Kristall bin. Deswegen müsste ich ja das erstmal machen. Hey, Cray-Wüste, das ist so... Was zur Hölle ist das für ein Hinweis? Was ist hier los? Time to fight. Hier ist kaputtes Lager. Ja. Salamander, habe ich schon mal gegen so einen gekämpft? Wow, 12 Kill. 115 Erfahrung. Ja, wo soll denn das Monster sein? Also jetzt mal in echt. Da hinten vielleicht, nördlich Valkyrie-Wüste. Unten vielleicht. Also ich kann ja mal relativ hier unten lang und dann hier rum. Wenn wir ihn da nicht finden, dann müssen wir das dann mal in der nächsten Episode machen. Es sei denn natürlich, das ist vielleicht ein Monster, was nicht immer an der gleichen Stelle spawnt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, weil es ja hieß, dass er auch irgendwie irgendwo auftaucht und Leute überfällt. Zumindest war mir jetzt so, als wäre das so die Erklärung. Schön, dass das hier ruckelt. Ist sehr angenehm. Nach wie vor würde ich behaupten, das ist seit dem Patch schlimmer geworden. Also das war vor dem Patch nicht so schlimm. So, und jetzt eine komplette Runde hier rumgerannt. Hier unten wird's, naja, vielleicht hier. Ich kann ja mal dort hinter gehen. Ich meine,
schadet ja nicht mal zu gucken. Vielleicht finde ich es ja tatsächlich noch. So, Moment. Sicher hier bei diesen Ruinen reingehen. That'll do, girl. Okay. Jetzt kam Zangoten auf den Tisch gesprungen. Zangoten, na du? Mein Kleiner, sitzt der ja neben mir. Ja, mein Guter. Mhm. Ready, girl? Faster! Die Goblin. So, ja, weiter hier. Hier ist es sehr sandsturmig. Time to wait. Hm. No holding back. So, Salamander. War das nicht mal auch ein Bossgegner tatsächlich? Im direkten Sinne. Oh. So wie es aussieht. Oh, hier ist wieder so ein... sowas hier. Die Hand des Titanen. Das ist auch was ich noch nicht freigeschaltet habe. Naja, dann würde ich sagen, wir beenden die Episode hier und ich schaue eine Pause, wo es dieses Monster gibt, was ich suche. Bis dahin, ciao!